Wach auf! Oh, immer wieder denke ich, oh Wahnsinn, so viele Leute, die auf YouTube sind und alle möglichen Vorhersagen machen. Am besten je katastrophaler, je toller, je besser. Und natürlich ist es so, der Verstand arbeitet immer mit der Angst und darum sind die Medien voll von schlechten Nachrichten und darum verbreitet am liebsten jeder irgendwelche negativen Dinge, weil der Verstand von jedem Einzelnen, zack, immer sofort da drauf geht, wo Negatives ist, wo er Angst haben kann. Das funktioniert eben ganz von alleine. Das Positive, das will der Verstand am besten nicht sehen. Das ist ja eh locker, das ist ja eh leicht, das ist ja eh unkompliziert. Aber davor, wovor man warnen muss, wo man aufpassen muss, ist, dass der Krieg nicht gleich reinkommt, dass die Katastrophe nicht reinbricht, dass die Finanzen nicht bis über was weiß ich was steigen und das Leben katastrophal macht und all diese ganzen Dinge. Hey, sei dir klar, das ist der Verstand, der, juhu, ich bekomme Futter, dich rennt. Sei dir das bewusst, dass das, was in dir lebt, deine Realität erschafft. Das, woran du glaubst, erschafft deine Realität. Wenn du Angst hast, damit arbeitet der Verstand. Natürlich ziehst du genau das an, wovor du Angst hast. Nochmal ganz klar, der Verstand gehört nicht zu uns. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, die verstandesgeprägt ist. Wir haben das gelernt. Wir kommen nicht als Kinder so auf die Erde. Atlantis ist untergegangen, weil damals der Verstand reingekommen ist. Und dadurch der Ego und dieses Ich-Bezogene sozusagen hereingekommen ist und dadurch ist Atlantis untergegangen. Wie viele Menschen sind jetzt inkarniert, die damals den Untergang von Atlantis mitgemacht haben? Und wie viele Menschen tragen immer noch einen unbeschreiblichen Schmerz in sich, dass das passiert ist und sind heute auch Volunteers, sind Menschen, die als Lichtarbeiter, als Menschen, als Aufwecker und so weiter anwesend sind. Aber mit Angst funktioniert überhaupt nichts. Der Verstand arbeitet mit der Angst. Durch 2006, durch dieses innere Ereignis, wo ich an meine innere Stimme gekommen bin, wurde mir von innen, ohne Lehrer, die ganzen Dinge gezeigt, wie das ineinander sitzt. Dass wir eine Rolle hier erschaffen, die wir als, ja, mit der wir uns identifizieren. Und durch diese Identifikation mit dieser Rolle, die wir hier spielen, mit dem Körper, mit dem Namen, mit der Familie, mit den Sachen, die wir tun, mit unseren Werten, möglicherweise noch eben an den Verstand gebunden oder an andere Leute, dass die sagen, man ist gut und richtig und so weiter. Ja. Und das ist alles null Realität. Die Realität ist, dass du pure Love bist, pure Liebe bist und verbunden bist mit allem, was ist und alles weißt, wenn du nach innen gehst. Und so wie der Verstand reingekommen ist durch die Anunnakis zur atlantischen Zeit, so ist das auch, dass der Punkt total durch die Geschichte hindurch, der Zeit her, durch ganz viel, durch Religion und so weiter, der das Tor ist zu diesem inneren Wissen, zu unserer inneren Stimme, zu unserer Intuition, zu dem sechsten Sinn, zu dem Anteil und der Energie, die in jedem vorhanden ist, die nicht geboren werden kann, nicht sterben kann, die in dem Sinne gar nicht inkarniert ist, ja, aber die unsere Lebensenergie ist, die wir atmen. Wir sind das, wir atmen das. Ohne den Atem könnten wir gar nicht leben. Und das ist aber unser eigentliches Sein. Und diese Kanäle sind zugehalten gewesen und fangen jetzt an, im Bewusstsein aufzugehen. Deine Bedürfnisse, deine Verbindung nach innen. Dein Herz ist das Tor zum Wissen, zur Magie, zur Schönheit, zur Schöpfung, zur Kraft in dir, zu allem, was dich ausmacht. Das ist es, was du bist, wenn wir alleine shiften von unserer Identifikation mit unserer Rolle hin zu der
Identifikation, dass wir pures Bewusstsein sind und pure Liebe sind und Vollkommenheit sind, ja, passiert so viel. Und dieses Erkennen, dass der Verstand über unseren Kopf arbeitet, als Manipulation von außen, der uns erzählt, eben außen ist die Realität und wir sind Opfer der Umstände. Und wir müssten aufpassen vor den ganzen Katastrophen, dass das nicht zu uns gehört, obwohl es in unserem Kopf funktioniert und wir so denken, jetzt wäre das unser eigenes Denken. Das ist so wahnsinnig wesentlich. Ich komme mit viel Wissen schon auf die Erde. Ich habe viele Dinge mitgebracht schon aus Schulungen von früheren Leben und viel Bewusstsein. Ich habe nie wirklich vergessen, wo ich herkomme und wer ich wirklich bin. Und wusste ja mit 4 Jahren, dass ich genau auch für diese Zeit inkarniert bin, um Menschen zu helfen, aufzuwachen und sich zu erinnern, wer sie sind. Es geht um Erinnerung, es geht nicht um Entfaltung hier auf der Erde. Wir haben vergessen, wer wir sind. Vor allem sind wir eben über diesen Verstand so manipuliert, dass wir denken, wir haben keine Kraft und wir müssten sozusagen quasi, oh, die Angst, die Angst, die Angst, die Angst, die Angst, die Angst, die gar keine Realität ist. Die müssten wir fokussieren, damit das nicht passiert. Ja? Wach auf! Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, wenn du in deine Kraft kommen willst und wenn du die Dinge im Leben wirklich verändern willst und ein wunderschönes Leben mitten im Salat, mit einem Gurkensalat, mitten, wo viele Leute Schwierigkeiten haben, leben willst, bedeutet es, dass du deine Kraft von außen, von den Ereignissen, die sind und stattfinden, Ängsten, kein Geld zu haben, Kriege kommen oder sonst irgendwelche Geschichten, wegnimmst auf das raus sozusagen von den Ereignissen, die um dich herum so laut schreien über den Verstand, rein in das, was du willst. Und die neuen Energien in dir erzeugst. Zum Beispiel Fülle, grenzenlose Fülle leben. Das musst du erstmal fühlen und in dir erschaffen können. Wie soll denn ein Musiker ein Instrument bedienen und wirklich Musik machen, wenn er das nicht von innen fühlen kann? Wie soll ein Maler ein Bild malen, wenn er überhaupt nichts in sich hat? Es ist diese Kladderadatsch-Kunst dann, wo man keine Idee hat. Ja, aber wenn ich wirklich was erschaffen will, und ich sehe das zum Beispiel bei mir hier in Asien, wir haben so viele gigantische Künstler, die leben innerlich natürlich in dem total, was die haben wollen. Zum Beispiel deswegen können die so unglaublich gut Tiere schnitzen und so weiter, die sind wirklich perfekt, weil die haben diese Form in sich und es geht dann einfach in die physische Form über. Aber wenn ich das nicht in mir habe, wenn ich nicht in mir singen kann, kann ich auch nicht außen singen. Wenn ich in mir nicht Fülle habe, Frieden habe, wie soll denn der nach außen kommen? So funktioniert eben ja die Welt. Das geht von innen aus. Wenn ich nicht in mir die positiven Dinge in meinem Leben sehen kann und dankbar für die positiven Dinge in meinem Leben bin, ja, dann fehlt mir ständig was. Wo ist der Fokus? Habe ich den Fokus auf all den Dingen, die mir fehlen, vor all den Dingen, wo ich Angst habe? Wo ist der Fokus von dir zum Beispiel jetzt konkret? Und die letzte Woche, wo war dein Fokus? Ja, oder ist dein Fokus wirklich darauf, dass du also Fülle ohne Ende lebst und dass das Ganze sich, also dass du gar nicht mehr weißt, wohin vor Begeisterung. Und ich sag dir ganz einfach aus meiner eigenen Praxis. Und natürlich habe ich das größte Bedürfnis, dass diese Nachricht in die ganze Welt kommt und die Menschen endlich aufwachen, dass sie selbst für das verantwortlich sind, was sie erfahren, weil ich selber so lebe. Also ich meine, ich bin einfach sprachlos von morgens bis abends, weil so unvorstellbar viel Segen in meinem Leben ist, an jeder einzelnen Stelle, wo ich wohne, was ich mache, wie es alles um mich herum ausschaut, mit wem ich zu tun habe, in welcher Form ich mit Menschen zu tun habe. Aber warum ist das so fantastisch? Weil ich die Gesetzmäßigkeiten kennengelernt habe, weil ich verstanden habe, weil ich durch die ganzen Dinge hindurchgegangen bin. Im Aufwachprozess zu unserem eigentlichen Wesen. Natürlich muss ich durch Situationen hindurch wie Katastrophen auch auf dem Finanzbereich, bis ich erkenne,
Und ich bin selber absolut am Boden entlang gekratzt, durch ganz schwierige Situationen hindurchgegangen, wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich was, wo, wie realisieren soll, bis ich gemerkt habe, hey, nimm den Fokus aus dem Mangel und fange an, den Fokus in der Schwierigkeit, in den Problemen, genau in das hineinzusetzen, was du wirklich haben willst. Und ich habe mich umtrainiert und habe angefangen, wirklich von innen die Fülle zu fühlen, den Segen zu fühlen. Ja. Ich war in meinem Atelier, war ich schon in Asien in den Tropen. Meine Wände waren bis unter die Decke mit Urwaldtapete tapeziert. Und es war farbig und bunt und voller Blumen. Und also egal, was ich gemacht habe, habe ich einfach überall von innen mir die Welt erschaffen und kreiert, die mir entspricht, die ich liebe, wo ich mich freue, wo ich begeistert morgens aufwache, wo ich, wow, in mir das finde, was ich haben will und in mir das schon lebe, was ich haben will. Und das geht gar nicht anders. Magisch, unwiderruflich bringt genau das alles, das, was in dir ist, in die physische Realität. Und da ist dieser Punkt so unvorstellbar wesentlich. Wo ist der Fokus? Und wie viele Menschen liegen in der Angst und wie viele spielen damit, dass Menschen in der Angst sind und nehmen sie erst richtig sozusagen da drin hoch. Und das ist so ein wahnsinnig wesentlicher Punkt, unbeschreiblich wesentlicher Punkt, dass dir klar wird, dass du wirklich tatsächlich physisch restlos für das verantwortlich bist, was du erfährst. Wie ich immer wieder sage, du erfährst genau deine Realität, die ist mit niemandem sonst zu vergleichen. Du hast es genau gesehen bei der Zauberkrankheit C. Wie viele Menschen haben Katastrophen erfahren und Katastrophen erschaffen und sind in den Katastrophen ja, unterwegs gewesen. Und zum Beispiel ich mit meinem Mann, wir haben die tollste Zeit unseres Lebens überhaupt erfahren. Wir haben uns gewünscht, es hört nie wieder auf. Ja, der Punkt ist, und es hat auch, wie sagt man, das hat sich dann auch in seiner Schönheit einfach in eine andere Schönheit gewandelt. Also die Schönheit ist nicht verloren gegangen. Aber so dankbar waren wir. Und der Punkt ist, das ist eine absolute Realität. Und wenn wir hinter die Illusion der sogenannten physischen Realität schauen wollen, müssen wir erkennen, dass der Verstand und dass wir über den Verstand, über unser Denken und über unser Fühlen diese Dinge erschaffen. Und dass es nichts von diesen Dingen eine tatsächliche, wirkliche Realität ist, sondern wir erschaffen diese Realität von innen. Es gibt tatsächlich nur innen. Außen ist eine Reflexion von innen. Ja? Fest erfahren wir durch die 5 Sinne. Wenn wir die 5 Sinne nicht haben, erfahren wir nicht mehr fest, sondern erfahren wir zum Beispiel Energie. Und dann ist eben, ich habe hier einen Holztisch bei mir, der ist jetzt fest mit meinen Fingern, wenn ich ihn anfasse, wenn ich auf die Energie gehe vom Holztisch, auch wenn er schon so und so lange tot ist, sehe ich sofort pure Bewegung, Wärme, warme Bewegung. Ja. Und dieses ist wirklich absolut entscheidend. In dir liegt unvorstellbar große Macht und Kraft. Und es geht darum, aus dem Schlafzustand aufzuwachen, Opfer jeglicher Situation zu sein und in den Schöpfer hineinzukommen. Wie viele Dinge selbst von Menschen, ich arbeite ja schließlich mit ganz vielen Menschen, habe mit vielen Menschen zu tun, genau in diesem Gebiet, wie viele Menschen trotz allem haben das im Bewusstsein und schlafen dann trotzdem wieder im Alltäglichen. Sitzt man im Restaurant und wundert sich, warum das Essen so lange braucht. Und in dem Moment, wenn man wach wird und sagt, hey, was habe ich denn jetzt gerade manifestiert? Ah, ich habe innerlich manifestiert, es ist voll mit vielen Leuten und es braucht jetzt lange. Ja, und dann shifte ich zum Beispiel und sage, okay, es ist jetzt gleich da und zack, ist es gleich da.
Und tatsächlich ist es so in jeder einzelnen Situation. Und wir shiften in unserem Bewusstsein, in unsere Kraft, in unsere Leichtigkeit, in unsere Schönheit im Leben, in das schönste Leben der Welt in dem Moment, wo wir anfangen, das zu meistern und die Identifikation aus der Rolle, aus den Schwierigkeiten. Schau dir mal deine Rolle an. Was ist diese für eine Identifikation? Ich bin dick, ich habe kein Geld, ich kann dieses und das nicht und ich bin 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 und ich bin. Ja, das ist eine Identifikation. Das sage ich mir 100-mal am Tag und damit habe ich das sowas von fest manifestiert, dass ich denke, es ist unverrückbar. Aber nichts davon ist wahr. Du kannst jetzt sofort das shiften und sagen, okay, was ich wirklich bin, ist Vollkommenheit, pure Liebe mit allem verbunden. Und zack, wenn du das glauben kannst und shiftest, ist das deine neue Realität und erschafft eine völlig andere Realität im Außen. Und wie immer, ich sage, es ist ein phasenverschobener Spiegel. Was ich in mir habe, ist nicht sofort außen, beziehungsweise je mehr ich verbunden bin und schneller je mehr intensiver ich schon diese Erfahrung gemacht habe, dass ich tatsächlich der Erschaffer jeglicher Realität bin, umso schneller bin ich in der Lage zu manifestieren und die Realität auch tatsächlich zu shiften. Aber hier ist die Aufgabe. Niemand nimmt das ab. Kein UFO, keine Extraterrestrials, keine Außerirdischen, keine Götter, keine Engel, keine was weiß ich was können dir diese Arbeit abnehmen, sondern es ist deine Aufgabe, aus dem Opfertum hinein in dein wirkliches wahres Sein und dein Schöpfertum zu kommen. Und fange sofort an und sehe die Dinge, die positiv sind in deinem Leben und sei dankbar dafür. Und übersehe die Dinge, die nicht funktionieren und lasse die hinter dir, anstatt genau die immer zu fokussieren. Angst ist absolut keine Realität. Ich habe so viel Erfahrung damit machen dürfen. Und es ist jetzt Zeit, Angst für immer und ewig zu erkennen und ihr nicht mehr zu folgen, sondern anstattdessen in deine Kraft zu gehen. Du kannst es und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Ich liebe dich und deswegen habe ich dir klare Worte heute aus meinem Herzen geschenkt. Bis dann.